Wir sind hier beim Festival of Lights, einer schönen Lichtershow hier in Berlin und schauen uns die Nikon P7100 an. Eine etwas edlere Kompaktkamera, aktuell für etwa 450 € zu haben. Und schauen uns mal an, ob man mit der Kamera wirklich so gute Bilder machen kann, ob sie ihr Geld wert ist oder ob ihr vielleicht auch nur weniger ausgeben müsst. Viel Spaß! Bisschen finster, wa? Das kommt noch. Die P7100 hat ein ganz schickes Feature hier oben. Das ist dieses kleine Wahlrad, was es hier gibt. Das ist dazu da, ihr könnt damit ein paar grundlegende Einstellungen von der Kamera verändern, also zum Beispiel den Weißabgleich, ISO-Wert, möchte ich jetzt in RAW oder JPEG-Modus fotografieren und ähnliche Geschichten. Das ist ganz praktisch, ihr drückt eigentlich nur einmal auf dieses Rad oder auf diesen Knopf in der Mitte drauf. Schon habt ihr im Monitor das entsprechende Einstellmenü. Hier haben wir jetzt zum Beispiel mal die gesamten Weißabgleich-Settings, die es hier so gibt. Wir gucken einfach mal, was er im Automatikmodus macht. Naja, das Ganze sieht etwas blaustichig aus. Dann gehen wir jetzt mal auf Auto 2. Das ist auch Auto, aber allgemein etwas wärmer. Dann machen wir doch einfach mal ein Bild. Und gucken, wie es wird. Ja, ein bisschen dunkel. Wir sind im manuellen Modus, aber tendenziell sieht das schon mal gar nicht schlecht aus. Ja, wir probieren ja noch ein bisschen. Wir sehen uns. Man kann hier nichts einstellen. Kann es sein? Wir gucken uns jetzt noch den Videomodus an. Hat die Kamera natürlich auch nur HD-ready, nicht Full HD. Ein paar Sachen, gerade im Dunkeln, was mich jetzt gestört hat, ich hätte es gerne einfach ein bisschen heller gehabt. Man hat hier oben an und für sich auch ein Rad, um sozusagen eine Belichtungskorrektur einzustellen. Allerdings hat die auf dem Videomodus keinen Unterschied. Also ich kann das mal zeigen. Ich kann jetzt hier mit -3 EV filmen. Das ist eigentlich, guckt, sieht das genauso aus wie +3 EV am Ende. Ja, also man kriegt einfach dieses Bild nicht heller, was in diesem Fall ganz schick gewesen wäre, weil die Kamera von sich aus ein bisschen unterbelichtet. Das hätten sie besser machen können. Vielleicht kommt noch ein Firmware-Update, wo das wenigstens greift. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur ein Bug ist oder vielleicht habe ich auch nur irgendeine Einstellung in der Kamera übersehen. Ärgert mich jetzt gerade ein bisschen, aber wir haben noch eine andere Kamera dabei, um damit zu filmen. Wir haben noch eine Spezialfunktion an der Nikon P7100 entdeckt. Wir haben jetzt hier gerade mal zufallshalber nachts im Zeitautomatik-Modus fotografiert. Und reproduzierbar, wenn wir hier drin arbeiten und fotografieren, ist das Bild danach, was ihr seht, voll mit richtig schönen Kompressionsartefakten. Ihr seht es jetzt hier schon. Also man könnte jetzt sagen, haha, du hast eine defekte Kamera erwischt. Ist aber nicht so, wenn wir zum Beispiel den manuellen Modus schalten. Hier das gleiche Spielchen mal machen. Dann werdet ihr sehen, dass es hier nicht defekt ist. Hier ist nämlich alles okay, es ist jetzt ein bisschen dunkel. Aber an und für sich, das Bild selber ist in Ordnung. Woran das liegt, ich habe gerade überhaupt keinen Plan. Null Ahnung, aber man sollte es vielleicht überarbeiten. Vielleicht ist es nur ein Software-Bug oder er dreht einfach den ISO-Wert so extrem hoch, obwohl der eigentlich auch fixiert war. Also noch bin ich da ein bisschen ratlos, aber vielleicht finden wir es noch raus. Mal gucken. Wir haben hier nochmal so 3 typische Kameras aufgebaut oder mehr oder minder typische. So eine normale Kompaktkamera, die 7100 sowie die Nikon D5100. Und ihr seht schon, die P7100 ist ein ganzes Stück größer als eine normale Kompaktkamera, aber immer noch bedeutend kompakter als eine Spiegelreflex. Also letztendlich ist sie das wert, ist sie die 450 € wert? Ich würde mal sagen,
Es kommt drauf an. Also man hat schon gesehen, sie hat auf jeden Fall eine Bildqualität, die ist besser als von vielen Kompaktkameras. Gerade wenn er mit Stativ arbeitet, manuellen Modi und wer sonst mit Spiegelreflex arbeitet, ist es eine tolle Kamera für unterwegs. Aber ihr müsst es auch wirklich nutzen, die ganzen Features. Und ihr habt einige Bequemlichkeiten nicht, die sonst Kameras eben mit sich bringen, gerade was so automatische Funktionen, Effektfilter angeht. Das bekommt die größtenteils nicht, aber ich glaube, die eigentliche Zielgruppe will das auch gar nicht haben. Ich finde es eine ganz gute Kamera. Und das als Canon-Fan. Wie ich ja schon meinte, wir sind hier auf dem Festival of Lights und man sieht, hier sind nur Profis am Werk. Nur Profis, wirklich absolut nur Profis. Denn wer außer einem Profi würde auf die Idee kommen, bei der Entfernung einfach mal zu blitzen? Ja? Also von da hinten so circa 50 Meter Richtung Dom. Klar, da wirkt so ein Blitz. Verständlich.